Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das fast alle Menschen interessiert: Musik. Abonniert bitte unseren Kanal und klickt auf die kleine Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Genau, Musik begleitet uns jeden Tag, ob wir arbeiten, im Auto sitzen oder einfach nur zu Hause entspannen. Musik ist immer da. Heute wollen wir ein bisschen darüber reden, welche Musik uns gefällt und warum. Ich finde, Musik ist nicht nur Unterhaltung. Sie macht sofort gute Laune oder hilft, wenn man traurig ist. Manchmal reicht schon ein Lied und der Tag sieht ganz anders aus. Ich höre zum Beispiel morgens Musik, um wach zu werden und Energie zu haben. Ja, das kenne ich gut. Wenn ich müde bin oder Stress habe, nehme ich einfach meine Kopfhörer und mache meine Lieblingslieder an. Dann fühle ich mich sofort besser. Es ist, als ob die Musik mich versteht und mir sagt, alles wird gut. Viele Menschen haben Lieder, die sie sofort zurück in die Kindheit bringen. Man hört ein altes Lied im Radio und plötzlich hat man Bilder im Kopf. Ferien, Schule, erste Freunde. Musik ist wie ein Schlüssel zu unseren Erinnerungen. Absolut. Ich erinnere mich noch, wie meine Eltern am Wochenende Musik in der Küche gespielt haben. Wir haben zusammen gekocht, gelacht und gesungen. Diese Momente vergesse ich nie. Es ist spannend, dass jeder eine eigene Geschichte mit Musik hat. Manche mögen Rock, andere Pop oder klassische Musik. Am Ende geht es aber immer darum, Gefühle auszudrücken und sich selbst ein Stück besser zu verstehen. Genau. Musik verbindet Menschen, auch wenn sie aus verschiedenen Ländern kommen und verschiedene Sprachen sprechen. Manchmal braucht es keine Worte, nur eine Melodie. Weißt du, ich habe schon als Kind sehr gern Musik gehört. Damals hatte ich noch keine Handys oder Streaming. Ich hatte einen kleinen CD-Player und ich habe immer dieselbe CD gehört. Es war Popmusik und ich konnte alle Texte auswendig. Das klingt schön. Bei mir war es ein bisschen anders. Meine Eltern haben viel klassische Musik gehört. Im Auto lief immer Mozart oder Beethoven. Am Anfang fand ich es langweilig, aber später habe ich gemerkt, dass diese Musik sehr beruhigend ist. Lustig, meine Familie war genau das Gegenteil. Mein Vater hat Rockmusik geliebt. Wenn er die Gitarre gehört hat, war er sofort gut gelaunt. Meine Mutter dagegen mochte Schlager. Und wir Kinder saßen dazwischen und mussten alles anhören. Ja, so ist das oft. In meiner Schulzeit habe ich dann angefangen, selbst Musik zu wählen. Meine Freunde haben mir neue Lieder gezeigt. Plötzlich war Hip-Hop sehr wichtig. Wir haben Texte mitgesungen, auch wenn wir nicht alle Wörter verstanden haben. Stimmt, bei uns war es ähnlich. In der Pause hat immer jemand sein Handy mitgebracht und wir haben zusammen Musik gehört. Manche Lieder liefen 100-mal, bis alle sie auswendig konnten. Das war irgendwie eine gemeinsame Sprache. Genau. Ich denke, Musik hat uns damals auch Freunde gebracht. Man hat gleich gemerkt, wer denselben Geschmack hat. Man konnte zusammen Konzerte besuchen oder einfach lange über Bands sprechen. Und bis heute ist das so geblieben. Wenn ich alte Lieder aus dieser Zeit höre, fühle ich sofort wieder diese Energie von damals. Es ist, als ob die Musik mich zurück in die Jugend bringt. Ja, und sie zeigt uns auch, wie wir uns verändert haben. Früher hat man vielleicht nur schnelle Lieder gemocht, heute hört man auch ruhige Musik. Musik wächst irgendwie mit uns. Heute habe ich einen sehr gemischten Musikgeschmack. Ich höre gern Pop, manchmal auch Rock. Aber wenn ich Sport mache, brauche ich etwas mit mehr Energie, zum Beispiel Techno oder elektronische Musik. Das gibt mir sofort Motivation. Bei mir ist es ähnlich. Wenn ich im Fitnessstudio bin, brauche ich Lieder mit einem schnellen Rhythmus, aber zu Hause mag ich lieber ruhige Musik.
Abends höre ich gern Jazz oder einfach Akustikgitarre. Das macht meinen Kopf frei. Früher habe ich nur Rock gehört und ich dachte, alles andere sei langweilig. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass jede Musik ihre eigene Stimmung bringt. Popmusik ist leicht, man kann mitsingen. Klassische Musik ist stark und emotional. Ja, ich finde auch, dass jede Situation eine andere Musik braucht. Wenn ich Auto fahre, mache ich gern Radio an. Da kommen viele verschiedene Songs und oft entdecke ich etwas Neues. Ich liebe es, wenn plötzlich ein Lied läuft, das man schon lange nicht gehört hat. Hast du eigentlich einen Lieblingssänger oder eine Lieblingsband? Schwer zu sagen. Ich höre viele Künstler, aber Ed Sheeran gefällt mir sehr, weil seine Texte ehrlich sind. Außerdem mag ich Bands wie Coldplay, weil ihre Lieder große Gefühle zeigen. Und du? Ich bin ein großer Fan von Queen. Die Musik ist alt, aber sie hat immer noch Kraft. Wenn ich We Are the Champions höre, bekomme ich sofort Gänsehaut. Es ist ein Lied, das man nie vergisst. Stimmt, manche Lieder sind zeitlos. Sie gehören einfach zu unserem Leben. Und es gibt Musik, die man mit besonderen Momenten verbindet. Ein Konzert, ein Urlaub, ein Treffen mit Freunden. Ein Lied kann alles wieder zurückbringen. Genau, und das macht Musik so stark. Sie ist nicht nur Unterhaltung, sondern ein Teil von uns. Ich finde, Musik hat einen direkten Einfluss auf unsere Stimmung. Wenn ich schlecht gelaunt bin, reicht manchmal schon ein Lied im Radio. Und alles fühlt sich leichter an. Es ist wirklich erstaunlich, wie stark Musik wirken kann. Ja, das stimmt. Bei mir ist es so, wenn ich traurig bin, höre ich oft ruhige Lieder. Sie helfen mir, meine Gefühle zu verstehen. Aber wenn ich glücklich bin, brauche ich schnelle Musik, am besten zum Tanzen. Dann möchte ich sofort aufstehen und mich bewegen. Ich habe auch ein Lied für den Morgen, wenn ich müde bin. Sobald es läuft, fühle ich mich wach und habe Energie für den Tag. Musik kann wirklich wie ein Kaffee sein. Genau. Und abends ist es anders. Wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, mache ich oft entspannende Musik an. Ein Glas Tee, eine leise Melodie und der Stress ist weg. Ich glaube, ohne Musik wäre mein Alltag viel schwerer. Manche Menschen hören beim Lernen Musik. Bei mir funktioniert das nicht so gut, ich brauche Ruhe. Aber beim Putzen oder Kochen liebe ich Musik. Dann macht die Arbeit mehr Spaß und die Zeit geht schneller vorbei. Ja, ich auch. Und im Auto ist Musik sowieso wichtig. Lange Fahrten ohne Musik sind für mich fast unmöglich. Ein gutes Lied und man hat sofort das Gefühl von Freiheit. Interessant ist, dass wir oft dieselben Lieder mit denselben Gefühlen verbinden. Ein Lied für Freude, ein Lied für Trauer, ein Lied für Motivation. Jeder Mensch hat so eine kleine persönliche Playlist im Kopf. Und manchmal überrascht uns Musik. Man hört etwas Neues und spürt plötzlich, das passt genau zu meiner Stimmung. Vielleicht entdeckt man so auch Seiten an sich, die man vorher nicht kannte. Musik ist wirklich ein ständiger Begleiter. Sie zeigt uns, wie wir uns fühlen. Und sie verändert, wie wir uns fühlen. Das macht sie einzigartig. Wir haben heute viel über Musik gesprochen. Es ist klar, dass Musik in unserem Leben immer eine wichtige Rolle spielt. Ja, Musik macht uns glücklich. Sie verbindet Menschen und sie bleibt in unseren Erinnerungen. Jeder hat seine eigene Geschichte mit Liedern. Danke, dass ihr zugehört habt. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge verpasst. Schreibt uns in die Kommentare, welche Musik ihr am liebsten hört. Wir freuen uns auf eure Antworten. Bis zum nächsten Mal. Sich entspannen. Mit ruhiger Musik kann ich mich gut entspannen. Nach der Arbeit entspanne ich mich gern mit Kopfhörern. Beeinflussen?
Musik kann unsere Gefühle stark beeinflussen. Gute Musik beeinflusst meine Stimmung sofort. Seine Begeisterung für Musik ist ansteckend. Mit Begeisterung singt sie jedes Lied mit. Der Alltag. Musik gehört für mich zum Alltag. Ohne Musik wäre mein Alltag langweilig. Genießen. Ich genieße es, am Abend leise Musik zu hören. Viele Menschen genießen ein gutes Konzert.